10er meinst du? Haben die geklaut oder was? Ja gut, dann ist 10.000 Euro. da merkt man einfach, dass ich ja gar keine Ahnung habe. Herzlich willkommen, mein Name ist Mike Geber und heute bin ich hier bei Amar. Wie geht's dir? Super. Wir haben ein neues Format und zwar, Amar muss erraten, welche Uhr die teurere ist. Ich werde ihm 2 Stück zeigen und er muss entscheiden, hopp oder top. Let's go. Also du kannst natürlich auch was gewinnen. Wenn du richtig rätst, darfst du eins meiner Parfums an deine Community verlosen. Wenn du es richtig... Wenn du es richtig errätst, dann kannst du es verlosen. Natürlich, wenn du falsch liegst, dann nicht, ne? Aber dürfen wir dann auch den neuen Duft? Ja, dürfte auch, ja. Okay, ja, okay. Jetzt natürlich die Frage, hast du schon mal was mit Uhren zu tun gehabt? Gar nicht. Früher mal irgendwie, ich habe mir eine Dieseluhr geholt Okay. für 300 Euro. Die habe ich auch noch reduziert bekommen, 30%. Super. Habe einen Schnapper gemacht so. Aber findest du Uhren so generell schön? Ich liebe Uhren. Ja? Also Uhren sind so unglaublich hübsch. Also man muss einfach sagen, eine Uhr spiegelt ja auch ein bisschen deinen Charakter wider. 100%. Und, ne, also das 100%. das spiegelt so einiges wieder. Ich habe ein bisschen Angst selber davor. Man sieht es ja, wenn man selber trägt und dann irgendwie, weiß ich nicht, dumme Blicke auf sich zieht. Wenn die Leute denken, das ist fake, ist mir eigentlich egal. Aber ich persönlich trage halt draußen einfach keine Uhren. Also ich trage nie eine Uhr draußen. Wir haben immer Security dabei. Jetzt die Sachen, die wir mitgenommen haben, sind hohe Werte natürlich. Man muss immer aufpassen. Und das ist halt einfach das Ding, ne? Die Leute legen ein bisschen zu sehr Auge da drauf. Und ich finde es schade, wenn die das machen. Aber am Ende des Tages, Uhren sind super hübsch, muss ich sagen. Wir haben heute hier wirklich sehr, sehr schöne Modelle mit dabei. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal mit der ersten Uhr an. Das ist direkt, denke ich mal, eine Herausforderung. Es gibt hier immer 2 Paare. In dem Falle wären das diese beiden Modelle hier. Eine Day-Date in Platin mit Factory-Besatz und auf der anderen Seite eine neue Submariner in Gold mit blauer Lünette, die 41 mm. Jetzt schau dir die einfach mal an. Meine Frage an dich wäre jetzt, welche Uhr wäre teurer? Was geht dir durch den Kopf? Das sind Männeruhren, ja? Genau. Die 36 mm Größe ist Unisex, kann beide tragen. Tendenziell die 40 mm beliebter für Herren, aber das sind beides Herrenmodelle. Darf ich auch Infos von dir bekommen, was dann so die Besonderheit ist? Also da sehe ich schon Brillanten drauf. Genau. Und ein Baguette-Ziffernblatt. Ein Baguette-Ziffernblatt bedeutet? Also da sind jetzt die Steine, ne, hier auf 6 und auf 9 Uhr sind halt im Baguette-Schliff, sonst hast du Brillanten. Okay. Das Material ist halt Platin, ist teures Platin ist sehr teures Material, ja. aber die Uhr ist halt aus den 90er Jahren. Aus den 90er Jahren. Vintage. Guck. Ja. Und die ist eine Submariner Ist halt eine ungetragene, ein neues Modell. mit Roségold. Nee, gelb. Gelbgold, Ja. okay. Und mit einem blauen, wie nennt man das? Blaues Ziffernblatt und Lünette. Lünette nennt Ja. man das, okay, ja gut. Also prinzipiell, die ist deutlich schwerer, die Submariner. Aber prinzipiell, wenn da Brillanten drauf sind und irgendwie, weiß ich nicht, also würde ich jetzt mal direkt schätzen, dass die definitiv teurer ist. Ja, ist sehr interessant, ist leider falsch natürlich. Du kannst doch nicht so mit mir anfangen. Ein sehr bekannter YouTuber, ein sehr, sehr bekannter YouTuber oder YouTuberin, ich kann nicht sagen, hat diese Uhr vor 2 Monaten bei mir gekauft für 29.000 Euro. 29.000 Euro. Jetzt aktuell, ich habe die Uhr gestern verkauft für 39.000 Euro. Okay? Das heißt, die liegt bei 39.000 Euro und das Modell hier ist ein bisschen teurer und liegt bei 41. Aber nächstes Jahr um die Zeit gehe ich davon aus, dass sowas hier nicht mehr unter 50. Wow. Von daher, ja, aktuell ist noch dieses Standardmodell etwas teurer. Jetzt machen wir weiter mit wieder 2 Rolex-Modellen. Natürlich jetzt eine Frage, die eine Uhr wirst du schon kennen. Vielleicht kennst du auch beide Uhren. Wir haben hier einmal eine GMT Master Pepsi, das aktuelle Modell, neues Modell, in Stahl mit einem Listenpreis von, was kostet die Liste? 9.000 Euro, glaube ich, kostet die Liste. Und das hier ist halt eine Iced-Out-Uhr, die wir so kennen. Tolle Uhr. Wir haben hier einen schönen grünen Akzent noch mit drin. Das heißt, das Ziffernblatt hat die Nummern, die Numerals, die Arabic Numerals sind in diesem Rolex grün gehalten. Welchen der beiden Uhren meinst du sind teurer? Die ist halt auch wieder deutlich schwerer, die Pepsi. Ja. Warum nennt man das eigentlich Pepsi? Die Farbkombination. Ah, ja, logisch. Verständlicherweise. Die kenne ich ja schon durch Sydney und Eli. Die haben sie beide schon geholt. Auch mit einem arabischen Ziffernblatt. Ich finde ja dieses arabische Ziffernblatt einfach unglaublich schön. Iced Out heißt ja nicht direkt, dass es teurer ist. Also am Ende auf so einer Uhr, also auf dieser Uhr speziell jetzt sind knapp 12,8 Karat Diamanten und es sind so 1200 Steine, 1200 Löcher gebohrt. Du willst mich verwirren, ne? Na, es ist so. Nee, aber du willst mich verwirren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, so eine Pepsi, du hast gerade gesagt 9.800 Liste. Ich versuche, 9 noch was, ja. Also, Okay. ja, Listepreis. dadurch, dass sie so einen hohen Nachfragebedarf hat, Ja? ich glaube, Eli und Sydney haben die für 10, glaube ich, gekauft. Pi mal Daumen. Ich bin mir da aber auch nicht, ich weiß es nicht. Oh Gott, du guckst mich schon so an. 10er meinst du? Haben die geklaut oder was? Ja gut, dann 10.000 Euro, what the fuck? dann würde ich jetzt mal einfach so aus dem Bauchgefühl heraus sagen, dass die Iced Out Watch teurer ist. Meinst du? Ja, meine ich. Also wir haben hier aktuell einen Verkaufspreis, also wir verkaufen diese Uhr für 17.000 oder
glaube, mit Jubiläeband ein bisschen teurer für 18.000 noch was. Und dieses Modell hier wurde immer gehandelt für so 17.000 Euro. Und dann jetzt ist es aktuell so, in den letzten 3 Monaten ist sie so sehr gestiegen und aktuell, also der Verkaufspreis liegt bei 21.000 Euro. Das ist unglaublich, ne? Also von daher, was soll ich sagen, also, du hättest es vertrauen können. Am Anfang war es richtig. Als nächstes nehmen wir mal eine neue Marke hinzu und zwar Audemars Piguet Royal Oak. Hier haben wir das 37 mm Modell. Diese Uhr ist aus der Basiskollektion mit einer Factory-Lünette und auf der anderen Seite haben wir eine voll goldene Day-Date, so wie die Platin eben, nur in voll gelb-gold. Gefällt dir AP? AP sieht sehr, sehr hübsch aus. Also gerade die Rosé-Goldene, die hat was. Für deine Körpergröße würde ich vielleicht eventuell eine Nummer größer die nehmen. Was sagt ihr da draußen? Ich fühle mich direkt so kriminell, wenn ich das habe. Meinst du? Nein, ich hab da nur Spaß. Aber die hat wirklich was, ne? Also die ist schon echt sehr, 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 sehr hübsch. Ja, gute Frage. Also so eine Rolex in Vollgold, hast du gesagt, ja? Genau. Und das ist eine AP Stahl. aus Stahl. Ey, ich will mal, also für meine Zuschauer so ein Parfum wäre ja super, ne? Ich würde mit der AP gehen. Oh nein, guck mich nicht so an. ich würd tatsächlich mit der AP gehen. Ich glaube, die AP, ja, glaube ich. Okay. Ich glaube, die AP ist teurer. richtig, Ist richtig, oh mein Gott, siehst du? Siehst du hier auch mal, aber zack, ja. Nein, diese Uhr wird aktuell gehandelt um die 20.000 Euro. Ist noch wirklicher Underdog. Die AP müsste ich mal nachschauen, wo die aktuell online liegt. 27,5. Nee, viel, viel teurer. Knapp 40.000 Euro. Ja, das ist natürlich eine Ansage. Dann haben wir als nächstes zwei ausgefallene Modelle. Wir haben hier eine seltene Uhr. Das ist ein Vollkeramikmodell von Chanel mit einem Saphirbesatz außenrum. Auch Unisex, klar, die meisten werden sie ja als Frau jetzt tragen, ne? Ist die J12. Und auf der anderen Seite haben wir eine Dynamik von Omega mit einer sehr, sehr schönen Patina auf dem Ziffernblatt. Die Uhr, die in den 90er Jahren mal kurzzeitig released wurde, wurde nicht lange gebaut als Chronograph. Man sieht auch hier, die Lünette ist ähnlich. Es ist eine reduziertere Speedmaster. Welche der beiden Uhren ist teurer? Ich würde die gerne mal in den Händen halten. Ey, diese Omega, die sieht ja unglaublich witzig aus. Einfach durch das Ziffernblatt. Das sieht so richtig retro. Also tatsächlich muss ich dazu sagen, witzige Geschichte, die hat man ja immer auf den türkischen Basaren immer Ja, gefunden. ist das so, ja? Aber das ist Keramik, ne? Vollkeramik, genau. Ja, das kann ja eigentlich nicht teuer sein. Ich würde sogar einfach mit der Omega gehen. Einfach weil die Keramik ja an sich jetzt erstmal nicht teuer ist. Dann hier die Steine, glaube ich, jetzt auch nicht unglaublich teuer sind. Und ich denke mal, Chanel würde auch eher mit einem nicht so teureren Modell reingehen. Meiner Meinung nach. Ich würde mit der gehen. Okay. Tatsache ist es so, dass, ja, was soll ich sagen? Das ist die günstigste Uhr, die ich im Shop habe. Ich glaube, Wallah, das ist die günstigste Uhr. Ich habe einfach ein Spiel gespielt. Ich glaube, die kostet, weiß nicht, 2,5 oder so. Full Set Box Papers. Und die, glaube ich, kostet schon 6 Mille. So, ne? Was soll ich sagen? Aber die Geschichte hat sich gut angehört. Und ich meine das ernst, ne? Das ist wirklich eine Vintage-Uhr. Guckt mal bitte bei den Bildern. Die Patina hier auf der Uhr ist sensationell. Ja, mal, muss ich sagen, bis jetzt hast du einen super Job gemacht. Wir machen Aber ich glaube, ey, Zuschauer da draußen, vielleicht macht mich das ja auch sympathisch, ne? Ja. Da merkt man einfach, dass ich ja gar keine Ahnung habe. Geht's weiter. Boah, das ist auch ein hartes Match. Das ist das zweite Mal, dass ich die da habe. Und zwar Sky Dweller. Das ist der Jahreskalender, die komplizierteste Uhr von Rolex mit dem neuen Jubiläeband. Vorher gab es die nur am Oysterband. Und daneben haben wir ein eingestelltes Modell Royal Oak Dual Time. Ein Roségold-Modell am Lederband. Welche der beiden Uhren ist teurer? Oh, guck mal, hier ist ja sogar noch so ein roter Punkt, ne? Genau, also das zeigt den Monat an. Okay, das ist ja natürlich sehr, 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 sehr krass. Ja, aber hier dieses Lederarmband, ich weiß nicht, ob das zur Verwirrung dient, aber ich würde jetzt immer prinzipiell sagen, Lederarmband deutlich günstiger. Würde ich jetzt, also... Ja, aber die Uhr ist halt aus Gold, ne? Das ist ja nur Stahl. Ja, aber dieses Lederarmband, weiß ich nicht. Ich würde die einmal tragen wollen. Ja. Ich will nichts kaputt machen, ne? Nachher verklagst du mich um. Das ist einfach so, Kurzschluss wirft das Ding aus dem Fenster so. Raus damit. Boah, ich muss dir sagen, am Lederband, boah, das hebt auf jeden Fall dein Outfit massiv an. Das sieht viel edler aus. Wenn ihr hier diesen Kanal, Marc Gebauer, noch nicht abonniert habt, dann ist genau jetzt dieser Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren. Was müsst ihr dafür tun? Einfach nur den Kanal folgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es doch. Kommentiert es auch sehr gerne, um es natürlich in die Trends reinzubekommen. Und wenn ihr mehr solcher Formate sehen wollt, dann schaut öfters vorbei. Wie war das mit der Uhr? Also hör mal, ich sag dir so, wie es ist. Ist deine. Ja, das war, okay, super. Ja, das war das Placement. Ja. Ja, die fühlt sich schon sehr, sehr geil an. Ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass Superlative auf der Rolex draufsteht, bedeutet es auch natürlich, dass es einen superlativen Preis hat. Und wo du gerade gesagt hast, dass es das zweite Mal ist, dass du die erst dabei hast, würde ich sagen, dass sie teurer ist. Also ich weiß nicht. Also Trimax und du im Tag-Team, ey. Ich weiß nicht. Also Das ist super. Also die liegt bei 30, ja, und die hier liegt jetzt bei, ich glaube, 36.
Ja, jetzt gehen wir zur letzten Runde. Die letzte Runde schon. Das heißt, ich habe schon verloren. Super, Jet. 2 Modelle, die ich dir eben schon mal kurz gezeigt habe. 2 ganz, ganz, ganz besondere Uhren. Ich kann wirklich nicht sagen, welche seltener ist von den beiden. Beide sind einfach brutale Uhren. Auf der einen Seite 15400 OR mit in Vollrosé, eingestelltes Modell der Vorgänger. Und auf der anderen Seite haben wir eine Day-Date mit der Factory Baguette-Lünette, also TBR. Real Talk, ich wusste jetzt nicht, dass es die so gibt in dem Format. Wir kennen die alle, Monta hat die auch mit der Brillant-Lünette. Aber mit Baguette kannte ich nicht. Here you go. Jo, also die wiegt erstmal gefühlt ein halbes Kilo. Und Day-Date. Guck mal, jetzt bin ich einmal bin ich mit der Audemars gegangen und die war teurer. Das andere Mal bin ich nicht mit der Audemars gegangen und die war teurer. Aber die sieht extrem teuer aus. Die sieht so aus, als wäre das so ein Kleinwagen. Das sieht so aus, als wäre das so eine schöne S-Klasse für 55 oder ich würde sagen sogar 65.000 Euro. Würde ich jetzt mal einfach so schätzen. Und die Audemars, aber dadurch, dass sie einfach so krass ist, würde einfach so ein 89.000 Euro Ding sein. Boom. Gehst mit der AP? Ich gehe mit der AP. Ja, also man könnte eigentlich darauf schließen, halt, weil hier Steine drauf sind, dass sie teurer ist. Aber momentan ist es noch nicht so. Das heißt, AP ist die teure Uhr. Ja, das ist der zweite Punkt. Absolut sehr, sehr seltene Uhr. Derjenige, der diese Uhr kauft, kann sich wirklich glücklich schätzen. Ich habe schon oft gesagt, also nächstes Jahr wird diese Uhr die 100.000 Euro Marke knacken. Ganz seltenes Modell mit Boxpapier, deutsche Auslieferung. Aber auch nichtsdestotrotz diese Uhr hier, ich finde diese Baguettes auf der Lünette super interessant. Und ja, da muss ich sagen, 2 Parfums hast du für die Community rausgeholt. Ach so, pro richtig habe ich ein Parfum. Ja. Alter, ich dachte, das Format ist komplett hinfällig, weil ich einfach... Nein, Mann, pro Dings 1. Ja. Natürlich, ja, Community. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Wie teuer waren die jetzt denn, die Uhren? Ach so, die Uhren. Die eine kostet 89 und die andere kostet 79, meine ich. Also eine kostet 70 und die andere kostet 20 Mille mehr. Also ich lag nicht so falsch. Nein, also war auf jeden Fall beim letzten Pick sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut gerne bei ihm vorbei, ist unten alles verlinkt. Und dann bekomme ich von dir die Adressen, von den Gewinnern. Ach so, ich dachte meine. Ja, die habe ich schon. Ja, die hast du schon. Super. Mach's gut. Dankeschön. Ciao, ciao.